Ja, die Anspannung ist halt, wir wollen dieses Mal einfach nichts falsch machen. Was macht mir jetzt Sorge? Motor, Getriebe. Von der Leistung her sind sie alle mau. Ist schon irgendwie Mogelpackung. Der ist auch unten an der Ölwanne feucht. Für uns steht fest, wir werden keinen LKW kaufen, den wir nicht einmal Probe gefahren sind. Beide kaputten müssen komplett ersetzt werden. Da kommt Öl raus, das heißt, der Kompressor ist durch. Nee, der Iveco wird es nicht werden. Ich muss nicht 6.000 € mehr bezahlen dafür, dass mir jemand sagt, okay, hier ist der LKW, guck ihn dir an, ob er dir gefällt. Ich kann dazu aber nichts sagen. Muss ihn so nehmen, wie er da steht. Und wenn du hier vom Hof gefahren bist und er fällt auseinander, dann hast du Pech gehabt. Und alle haben mir das Blaue vom Himmel versprochen und ich muss da sicher gehen. Das war der erste trockene Mercedes-Motor, den ich gesehen habe, tatsächlich. Und die Freude steigt jetzt auch gerade so von Minute zu Minute noch mehr über diesen geilen LKW. Herzlich willkommen im neuen Video. Moin Moin. Bevor es mit dem eigentlichen Thema dieses Videos losgeht, möchten wir noch eine Sache an alle Besorgten da draußen sagen. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen per E-Mail und auch unter den Videos. Ja, wann kommt dann das nächste Video raus? Warum dauert das so lange? Hört ihr etwa auf mit YouTube? Also, bitte macht euch keine Sorgen darum. Es wird ja auf jeden Fall weitergehen. Ihr werdet alles von uns erfahren, den gesamten Umbau. Ihr werdet nichts verpassen. Aber diese Werkstattvideos, diese Umbauvideos brauchen einfach sehr viel Zeit und viele Arbeitsprozesse laufen auch parallel ab. Und wir möchten euch gerne natürlich in einem Video, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, zum Beispiel Thema Druckluftumbau, von Anfang und natürlich auch am Ende das Ergebnis präsentieren. Und diese Umbauarbeiten brauchen sehr, sehr viel Zeit. Wir schneiden parallel Videos, also gleichzeitig Videos. Und bei so einer Geschichte, so ein Expeditionsmobil aufzubauen, braucht es auch viel Planungszeit. Nikolas sitzt Tag für Tag am Rechner, recherchiert, telefoniert, wartet auf Teile und in dieser Zeit haben wir einfach nichts. Dass wir aufnehmen können so, und das ist dann auch zu langweilig. Ne? Genau. Deswegen, das ersparen wir euch und ja, wie Yvonne schon gesagt hat, es findet viel parallel statt, also viele Aufnahmen. Also wir sind dabei gerade 3 Videos parallel aufzunehmen, also 3 verschiedene. Die einzelnen Abschnitte, die jetzt am LKW, die jetzt hier gefertigt werden, das ist halt wichtig. Ich finde, das macht ein Video dann auch erst gut, wenn man wirklich von Anfang bis Ende alles drauf hat und das sich nicht so über mehrere Videos dann zerfasert. Also es wird im Endeffekt jetzt so weitergehen, dass wir nicht garantieren können, alle 2 Wochen ein Video zu veröffentlichen. Nee, sowieso schon nicht. Also wir sind ja eigentlich jetzt im Moment, wir hatten uns jetzt vorgenommen, dass wir so einmal im Monat das irgendwie jetzt so schaffen während dieser Phase. Wir merken, wir schaffen das auch nicht. Es kann durchaus unregelmäßig werden. Vielleicht kommt auch mal in 3 Wochen ein neues Video raus und dann aber mal wieder 1,5 Monate nichts. Das ist halt einfach dieser Sache geschuldet. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Video. So, liebe Leute, wir haben uns natürlich ein Skript gemacht, weil einfach die Details massiv sind, sehr viel sind und ich bin einfach ein Kandidat dafür, auch Dinge zu vergessen und ich finde, jedes Detail ist halt wichtig. Deswegen gucke ich ab und zu mal auf mein Handy oder auf unser Handy, um auch nichts zu vergessen an der Stelle. Es gibt viele gute Fahrzeuge da draußen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir ein besonderes Fahrzeug besonders promoten wollen, was jetzt besonders das beste, tollste Fahrzeug ist. Darum geht es nicht, sondern eher darum, was uns wichtig war, was wir aus unseren 3 Jahren Reisen und Leben in dem LKW auch mitgenommen haben. Wir betonen, dass unsere Ansprüche nicht eure Ansprüche sein müssen, sondern es geht einfach darum, wie sind wir bei unserer Fahrzeugsuche vorgegangen. Genau. Aber lasst uns einmal nochmal einen Schritt zurückgehen und zurückblicken, wie wir eigentlich unser erstes Fahrzeug ausgewählt haben. Unsere Suche hat vor 7 Jahren angefangen und wir wollen darüber mal in diesem Video erzählen, weil ich glaube, wir haben darüber noch nie was erzählt. Gesagt, ja, noch nie. Also ja. welche Fahrzeuge hatten wir uns vor Odin angeguckt? Ich glaube, darüber haben wir noch nie berichtet. Und ich finde, es ist mal an der Zeit, mal ein paar alte Bilder einzuspielen. Das erste Fahrzeug, was wir uns angeguckt hatten, das war ein 170 D11, also ein Magirus. Das war ein Monster. Der hat Monsterreifen gehabt, die Kabine war riesig groß, das war eine Mannschaftskabine. Ich glaube, Martin hieß er. Der kam aus Afrika extra zurück, um dieses Fahrzeug zu verkaufen. Der hat uns schon angesehen, so, na, ich glaube nicht, dass es was für euch ist. Aber er hat uns alles bereitwillig gezeigt, auch was er schon gemacht hat. Und es war so unsere erste Erfahrung. Und es war eine
schöne Erfahrung, aber auch eine beängstigende Erfahrung. Ich bin den LKW auch Probe gefahren und naja, ich fühlte mich überhaupt nicht sicher da drin. Ich mich auch nicht. Er war halt riesig. Er war einfach im Cockpit. Es war einfach riesengroß. Wir saßen so weit weg voneinander. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ja, das. Und es war halt auch so, dass vom Fahren her, es fühlte sich alles total schwammig an. Ich hatte eben nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Kontrolle hätte. Und der LKW war gefühlt für mich breiter als die Straße. Er war zu groß. Er war zu groß. Also der Magirus fiel auf jeden Fall schon mal raus aufgrund seiner Größe. Aber das war halt einfach dann so die erste Erfahrung. Ne? So. Und auch eine nette Erfahrung, weil wir da das erste Mal auch jemanden kennengelernt haben, der sowas dann auch schon gemacht hat. Ne? So sehr basic, aber das war auch so sein Ding. Ne? Das nächste war im Grunde genommen, dass wir uns dann auf einer Messe uns umgeguckt hatten. Das war damals die Northside Adventure. Da hatten wir uns dann auch die ein oder anderen Fahrzeuge angeguckt. Nicht nur auf der Messe, auch so jetzt in dem Zeitraum. In dem Zeitraum. Also unter anderem war da ein G90 dabei, ein MAN. Es war ein Rundhauber Mercedes dabei. Genau, der Rundhauber, das stimmt. Und ein Unimog. Ein Unimog hatte mich auch reingesetzt. Ne? Genau. Das weiß ich noch. Das war aber dann bei einem bekannten Expeditionsmobilhersteller damals. Nennen wir jetzt nicht mehr näher. Genau, aber letztendlich, keine Namen nennen. Genau. Also Rundhauber, Unimog und G90 fällt für uns so in eine Kategorie, weil da gibt es nämlich ein Defizit. Deshalb ist damals diese 3 Modelle so für uns ausgeschieden. Ja, im Grunde genommen ist es eher mein Defizit. Ich bin also 1,87 Meter, 1,88 groß. Und irgendwie habe ich da nicht reingepasst. Kari und Walter war ja auch nicht so ein kleiner. Und der war eigentlich damit zufrieden. Ich habe mich jetzt in dem Rundhauber nicht so wohl gefühlt. Und das war mir alles zu eng. Bei dem Unimog war das so, ich habe im Prinzip gegen die Oberkante der Windschutzscheibe geguckt und hatte irgendwie gefühlt nur noch 1 Zentimeter Platz zum Dach. Beim und G90 war es auch so. G90, da habe ich irgendwie auf einer Kindertoilette gesessen, so ungefähr. Das sah nicht gut aus. Als ich dann Nico drin gesehen habe, wie er hinterm Lenkrad saß, das sah nicht entspannt aus. Und nee, genau. Und hinzu kam, dass auch bei dem G90, dem fehlte, also ich will die gar nicht schlecht reden, das sind gute Fahrzeuge. Also wir haben Leute kennengelernt, die total überzeugt sind, auch von diesen Fahrzeugen. Für mich fiel jetzt bei dem G90 auch das mit negativ auf, sage ich mal, weil der halt keine Staudruckbremse hatte. Ich wusste nur damals, dass eine Staudruckbremse wichtig ist, gerade bei Bergfahrten. Warum, das habe ich erst später herausgefunden. Natürlich haben wir uns dann auch so ein ganz bekanntes Modell, den Iveco 9016, angeguckt. Das war so die Zeit, als der YouTube-Kanal Hermann unterwegs noch aktiv war. Genau, die haben noch ausgebaut und die haben uns damals auch sehr, sehr inspiriert für dieses Thema. Ja, schade, dass sie aufgehört haben. Ne? So. Aber es gab auch besondere Gründe dafür. Der 9016, also der war schon in einer engeren Auswahl. Aber wir haben durch den YouTube-Kanal auch erfahren oder mitbekommen, wie umfangreich, wie langwierig so ein Ausbauprojekt sein kann und uns dann dafür entschieden, selber zu kaufen. und nicht zu bauen. Genau. Also das war für mich dann halt auch, ich dachte so, nee, das will ich nicht. Wenn wir das anfangen, dann sind wir noch 3 Jahre irgendwie hier und kommen überhaupt nicht los. Und damals war dann halt auch so der Zeitpunkt irgendwann gekommen, wo wir sagten, wir wollen aber los. Weil zu dem Zeitpunkt haben wir nämlich schon 2 Jahre nach einem LKW gesucht. Ja, das war so in diesem Zeitraum, ne, so 2 Jahre lang gesucht. Und dann kam der Renault, dann haben wir den Renault gefunden. Also der Markt war wie leergefegt. Es gab praktisch nichts auf dem Markt, also auch die ganze Zeit schon nicht. Selbst also Fahrgesteller, so jetzt gab es kaum, schweige denn ausgebaute LKWs. Und da waren wir so froh, dass wir den Renault gefunden hatten. Der stand da, sollte fertig sein. Der sah aus wie aus dem Ei gepellt, der war toll lackiert. Da war nichts dran. So, außer eben halt ein paar Beulen, die er dann so erklärt hatte, ja, vom Vorbesitzer irgendwie. Er hatte damals, muss man dazu sagen, auch gesagt, dass er aus der Forstwirtschaft kam. Da haben wir uns aber erstmal noch überhaupt nichts dabei gedacht, was das überhaupt bedeutet. Jetzt wissen wir das. Bei uns war damals dann so, also welche Eckdaten waren uns damals wichtig, dass es halt ein 4x4 Fahrgestell ist, dass er Sperren hat. Kurzer Radstand, dass er schön wendig ist. Naja, also kurz, also wir hatten zumindest nicht über 3,60 Meter. Das war so damals irgendwie diese magische Grenze, niemals über 3,60 Meter gehen. Und was uns halt gefallen hat bei dem Renault war halt, dass wir auch so ein bisschen eingeführt worden sind in diese Lkw-Technik. Der Verkäufer hat sich damals Zeit genommen und hat uns alles so ein bisschen erklärt. Und das hat uns natürlich auch sehr überzeugt, dann diesen Lkw zu nehmen, weil man dann schon wusste, okay, was ist da was. Das hat uns irgendwie Sicherheit gegeben.
Also nach unserer Odyssee, die ihr auch begleitet habt, 3 Jahre, sind wir also letztes Jahr losgefahren, komplett quer durch Deutschland bis nach Süddeutschland. Und wir waren eigentlich relativ offen für das Modell. Ja, aber Relativ. Eigentlich bin ich aus Griechenland, also aus der Reise zurückgekommen und habe damals schon gesagt, das nächste Fahrzeug wird ein MAN L2000, einfach aus dem Grunde, weil der mehr Leistung hat. Den kriegt man halt mit 220 PS. Das ist eines der wenigen Fahrgestelle, die in der Gewichtsklasse so viel Leistung hat. Daher sollte es nicht werden. Der war uns damals auch schon zu alt. Und zu groß. Und auch zu groß und deswegen MAN L2000. Aber Du wolltest niemals... genau, ich wollte auch niemals Mercedes fahren. Nicht, weil ich die jetzt von der Technik schlecht fand oder so, sondern einfach für mich vom Aussehen her. Ich habe das immer so ein bisschen mit meinem Opa. Also es sind so Altherrenfahrzeuge. Das stimmt überhaupt nicht, aber das war so für mich, nee, ich will kein Mercedes fahren. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Zu dem Zeitpunkt war das Genau. einfach noch so. Ja, aber letztendlich ist es ja dann anders gekommen. So, wir haben uns erstmal umgesetzt, weil die Sonne rumkam und das hat mich unvorteilhaft beleuchtet. Ja, also, warum ist es denn jetzt eigentlich ein Mercedes geworden und vor allen Dingen, was für ein Mercedes ist es dann geworden? Es handelt sich um einen Mercedes 917 4x4, Baujahr 1993, mit einem kurzen Radstand von 3,5 Meter, 170 PS und einem kurzen Fahrerhaus. Bei der Suche nach dem richtigen Fahrzeug war es halt für uns in erster Linie auch wichtig, da so ein bisschen zu gucken, ein Kostenersparnis hinsichtlich das, was der LKW dann schon mitbringt, wo man dann halt nicht mehr Hand anlegen muss. Und unter anderem war das halt eben die kurze Fahrerkabine, dass man da die eben nicht mehr kürzen muss. Die Rahmenbreite musste auf jeden Fall stimmen. Wir wollten ja unseren alten Hilfsrahmen weiterverwenden und da musste halt die Rahmenbreite von 86 cm, die halt der Renault hatte, eben auch mit dem neuen Fahrzeug passen. Klar, 7,5 Tonnen wollten wir wieder umsetzbar haben. Es geht einerseits natürlich um den Führerschein, aber da halt auch um die Fahrweise, also wie lässt sich dieser LKW fahren für mich hinsichtlich Reparatur, Stau, also wie viel wäre jetzt an dem LKW noch zu machen, wenn wir den jetzt kaufen. Ja, Verteilergetriebe. Da wollte ich auch noch mal was dazu sagen. Das hat jetzt weniger was mit Kostenersparnis zu tun. Ich habe mir da ja auch die Verteilergetriebe angeguckt und bei vielen von denen festgestellt, dass da relativ viel Spiel ist. Also wir haben ja mehrere 917 uns angeguckt. Kommen wir auch noch mal später drauf zurück, was da so unsere Erfahrung war. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass viele von denen ein massives Spiel hatten. Also für mich jetzt als Laie. Und im Vergleich zum Renault, ne? Und im Vergleich zum Renault, der halt wirklich stramm war. Bei allen Ausgangswellen war das halt bei den vielen Mercedesen so, dass an der Ausgangswelle hinten vom Verteilergetriebe zur Hinterachse ein Spiel von gefühlt 2, 3, 4 Millimeter war. Das hat dich halt sehr verunsichert einfach bei den Überprüfungen. Ne? Also es hört sich wirklich viel an, aber tatsächlich war einer dabei, da konnte man so richtig drin rumrühren, schon fast schon. Ne? So. Ich habe jetzt aber später herausgefunden, dass das gar nicht immer ein wirkliches Problem darstellt. Es wurden tatsächlich Getriebe gebaut, also Verteilergetriebe gebaut, die ein entsprechendes Spiel haben dürfen und haben sollen. Der Unterschied liegt so ein bisschen darin, dass Verteilergetriebe gebaut wurden mit und ohne Differential und entsprechend dann entweder zuschaltbares Allrad haben und dann kein Differential oder permanentes Allrad zur Verfügung stellen und dann eben mit Differential. Und da irgendwo liegt auch der Unterschied. Was fanden wir auch noch wichtig, dass der Einzelbereifung hat und eine werkseitige Höherlegung. Das ist natürlich auch wieder Thema Kostenersparnis. Höherlegung kostet Geld und ist natürlich auch Aufwand. Also vielleicht Materialkosten nicht so viel, aber der Aufwand, der halt dahinter steckt. Plus, ich habe nach Parabelfedern gesucht. Es gab halt, die 917 gibt es eben mit normalen Trapezfedern, aber auch mit Parabelfedern. Und ich habe halt mitbekommen, jetzt auch aus den Recherchen vorher und auch mit Gesprächen von anderen Leuten, die wir auch unterwegs getroffen haben, dass sie sehr auf diese Parabelfedern schwören, was halt hinsichtlich des Fahrkomforts eine ganz andere Hausnummer ist als mit Trapezfedern. Was war uns noch wichtig? Der kurze Radstand und das in Verbindung mit der Fahrzeuglänge, also dem kurzen Fahrgestell. Und da kann Yvonne euch ein bisschen was zu erzählen, warum uns das so wichtig ist. Also für uns hat sich zum einen die Länge der Wohnkabine hat sich absolut für uns bewährt, 4,50 Meter.
und die Gesamtlänge vor allem auch des Fahrzeuges. Der LKW war am Ende tatsächlich nur 6,40 Meter und das hat so unfassbar viele Vorteile. Erstens, wir passen in jede normale Parklücke. Wir nehmen nicht großartig viel Platz weg. Wir können auf einen ganz typischen Parkplatz parken. Und wir reizen auch die Breite eines LKWs nicht aus. Ne? Also die 2,54 Meter waren das, glaube ich, reizen wir ja nicht aus. Wir sind da auch ein bisschen schmaler. Und der kurze Radstand ist natürlich auch, was die Wendigkeit angeht, absolut ein Träumchen. Wir können fast, sage ich mal, auf der Stelle irgendwie wenden. Also zweispurige Straße mit dem LKW wenden ist überhaupt kein Thema. Aber wir hatten tatsächlich in Griechenland 3 sehr, sehr knifflige Situationen. Da hat uns das Navi einfach mal in sehr, sehr kleine Örtchen geschickt und wir kamen gerade so durch diesen kurzen Radstand da wieder raus. Und das war so eine Situation, die Straße wurde immer enger, bis wir dann angehalten sind. Und ich bin kaum noch aus dem LKW ausgestiegen, also konnte kaum noch aussteigen, weil ich die Tür nicht aufgekriegt habe. Und schon mitten im Busch drin war und dachte, okay, es wird noch enger, hier können wir nicht mal weiterfahren. Und auch in der Türkei, da sind wir so eine Offroad-Piste gefolgt und auf einmal waren wir dann in so einem Wäldchen drin und dann, oh Gott, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Und das war nur möglich, weil wir halt so unfassbar kurz waren. Und für uns war klar, wir wollen dieses Mal auch wieder einen sehr, sehr kurzen LKW bauen mit einem kurzen Radstand. Was war noch wichtig? Das Baujahr. Wir wollten uns verjüngen, definitiv. Der Renault war ja Baujahr 84, 83 eigentlich. Ich hatte ja aufgrund meines Wunsches, dass ich irgendwie einen MAN L2000 haben wollte, so in den 2000er Baujahren geguckt. Also ich meine, dass irgendwie bis 2003 oder sogar 2004 die MAN L2000 noch nicht so viel Steuerelektronik haben. Wie auch immer. Unser Mercedes ist Baujahr 1993. Okay. Eben nicht 2000, aber immerhin 10 Jahre jünger als unser Renault. Und das merkt man auch schon bei dem Fahrzeug. Viele Dinge sind viel moderner. Ein kleines bisschen Elektronik hat er auch im Übrigen, und zwar im Tacho. Also das Tacho zum Beispiel, das wird komplett elektronisch angesteuert und nicht mehr per Welle. Hat aber auch einen Vorteil. Also gerade wenn es darum geht, eine andere Reifengröße zu fahren zum Beispiel, da gibt es Schaltereinstellungen entsprechend. Dann die Geschwindigkeit, die angezeigt wird, wieder anpassen, dass es die richtige Geschwindigkeit ist. H-Kennzeichen ist auch noch ein Thema gewesen. Das war uns damals bei der ersten Suche total mega wichtig. Wir haben in den ganzen Foren immer gelesen, H-Kennzeichen ganz wichtig, H-Kennzeichen ganz wichtig. Aber durch die Art und Weise, wie wir gereist sind, haben wir eigentlich festgestellt in den 3 Jahren, also für uns ist das H-Kennzeichen total irrelevant. Und das war jetzt auch bei der Suche nicht wichtig. Also wir hätten auch ein Fahrzeug jetzt aus 2000 gekauft. Ja, mal abgesehen, sage ich jetzt mal, von der Steuerersparnis. Es war schon günstig, mit einem historischen Fahrzeug zu fahren. Am Ende muss man H-Kennzeichen jeder für sich entscheiden. Es geht vor allem natürlich darum, kann ich in irgendwelchen Städten, in irgendwelchen Grenzgebieten, wo Euro sowieso vorgeschrieben ist, darf ich damit fahren? Werde ich damit fahren? Was habe ich mit diesem Fahrzeug vor? Und das, was wir mit dem Fahrzeug vorhaben, da ist einfach das H-Kennzeichen nicht relevant. Ja, hinzu kommt, dass es ohnehin immer schwieriger wird, das H-Kennzeichen zu bekommen. Die Regularien, die werden jedes Jahr angezogen. Und ich habe halt auch schon Rückmeldungen bekommen, dass jetzt mit den Aufbauten, so wie wir das machen wollen, keine Chance. Also das haben wir uns abgeschminkt. Ein weiterer Punkt ist das das Know-how von Werkstätten, also im Prinzip die Möglichkeit, das Fahrzeug zu reparieren. Nicht, dass wir vorhätten, irgendwie eine weitere Odyssee zu starten. Man weiß es ja nicht, ne? So, aber es ist schon uns immer wieder begegnet, auch unterwegs. Naja, warum fahrt ihr kein Mercedes zum Beispiel? Ihr seid doch Deutsche, warum fahrt ihr kein Mercedes? Also wir wurden sehr häufig als Franzosen gehalten. Die dachten alle, wir sind Franzosen, weil wir Renault fahren. Naja, und wir heißen Nicolas und Yvonne. Naja. Stimmt, auch französische Namen, richtig. Oder MAN, warum fahren wir nicht MAN? Uns ist das halt auch so widerfahren, als wir den Renault dann repariert haben lassen, kam schon auch die Frage von den Werkstätten so, ja, lasst uns doch den Motor tauschen, wir bauen euch einen Mercedes-Motor ein. Ich denke schon, dass der OM366, der Mercedes-Motor, der in diesen Fahrzeugen drin ist, schon sehr weit verbreitet ist, so in der Welt. Und sicherlich auch das Modell durchaus hier und da so gut wiederzufinden ist. Aber man sollte sich auch da nichts vormachen, bestimmte Teile werden auch in den entlegensten Winkeln der Welt schwierig zu bekommen sein. Also da gibt es auch schon so Rückmeldungen. Ich lese auch regelmäßig so in den Foren mit. USA, Lateinamerika ist immer ein Thema bei diesen Fahrzeugen. Da wird es schon eng. Afrika muss man auch schon ein bisschen suchen. Und ich meine damit jetzt nicht Marokko, sondern ein bisschen weiter
südlicher. Ich will damit gar nicht sagen, dass man da gar keine Teile bekommt und gar keine Hilfe und keine Möglichkeiten der Reparatur, das nicht. Aber so einfach ist es dann halt auch nicht, wie man sich das vorstellt, wenn so halt gesagt wird, salopp, weltweite Ersatzteilversorgung. Das, ja, daran glaube ich nicht. Das ist ein ganz besonderes Hobby und bei so einem Fahrzeug geht es immer wieder um Emotionen. Ich würde sagen, also Hobby ist schon fast eigentlich eine Untertreibung. So. Also Leidenschaft? Es ist eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft. Es ist irgendwie eine Lebensart schon fast. Ne? Lebenseinstellung, Lebensart, Lifestyle. Vielleicht geht es euch auch da draußen so. Ihr wollt euch ein neues Fahrzeug kaufen, also selbst einen neuen Pkw. Die Auswahl eines Fahrzeuges hat immer auch was mit der Optik zu tun. Was gefällt mir? Vielleicht nicht bei jedem, aber bei uns. Bei uns aber schon. Als wir dann jetzt diese LN-Modelle gesehen haben, also die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich fand sie einfach total cool. Ich habe gleich zu Nico gesagt, den können wir so cool umbauen. Gefällt mir einfach, gefällt mir richtig gut. Wir fanden unseren Renault ja auch schon cool. Ja. So. Also der hatte halt so eine ganz individuelle Art so für sich. Klar ist unser Geschmack, gefiel nicht jedem. Das haben wir in dem Mercedes auch so ein bisschen wiedergefunden. Der ist natürlich schon irgendwie komplett anders vom Aussehen von vorne. Aber der hat halt einfach ein Riesenpotenzial. So. Ja. Ja, mir gefällt er auch. Und den 917, den gibt es ja auch noch mit kurzer Fahrerkabine als 11-Tonnen-Fahrgestell mit 240 PS. Der L24, ja. Aber der ist wirklich so selten. Also wir haben ihn, glaube ich, irgendwann einmal in der Schweiz irgendwie im Angebot irgendwie gesehen. Aber wir sind an der Zeit jetzt auf unserer Suche, sind wir einfach nicht an den rangekommen. Den hätten wir natürlich lieber gehabt. Der sieht von vorne genauso aus wie unser. Der hat auch einen kurzen Radstand. War einfach nicht zu kriegen. Ja, das muss man dazu wissen. Die L24 in Deutschland, die haben einen langen Radstand, also einen längeren Radstand. Also 360 denke ich so auf jeden Fall. Und der in der Schweiz, und die werden auch nur in der Schweiz gebaut, der hatte glaube ich 330 oder 340, das weiß ich jetzt gerade nicht. So. Aber wie gesagt, gab es nur in der Schweiz und der war auch sofort weg. Da ist man gar nicht rangekommen. Und auf unserer Suche haben sich dann so bestimmte Kriterien herauskristallisiert, die hatten wir so gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also die haben sich tatsächlich erst so während der Suche herausgestellt, ah ja, das ist mir eigentlich auch noch irgendwie wichtig, auf die Sachen. Genau, da wussten wir gar nicht, dass uns das eigentlich auch wichtig ist. Ne? Es geht los zum Beispiel mit der Sitzposition im Fahrerhaus. Also da sind die Fahrzeuge tatsächlich so unterschiedlich. Im MAN sitzt man ganz anders drin, im Iveco, im Eurocargo, Eurofire sitzt man auch wieder ganz anders drin und auch in dem Mercedes. Also es ist wirklich wichtig, sich da mal so reinzusetzen, eine Probefahrt zu machen und dann mal zu schauen, ah ja, wie gemütlich ist das eigentlich? Wie wohl fühle ich mich? Was für einen Überblick habe ich? Wie ist es auch rauszuschauen? Fühle ich mich einfach im Fahrerhaus wohl? Also ich weiß noch, dass das bei dem MAN 2000, L2000 so war, dass also als Fahrer habe ich mich eigentlich ganz gut gefühlt dahinter. Das war okay, aber ich habe mich dann auch auf die Beifahrerbank gesetzt. Man sitzt da schon extrem hoch über dem Armaturenbrett. Also gefühlt sind die Knie so auf Windschutzscheibenhöhe, so, dass man sich dann irgendwie wie auf so einem Karussell nachher da wiederfindet. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich so rüberfalle, über das rausfallen könnte, obwohl das natürlich total Schwachsinn ist. Ja. Aber es war einfach kein angenehmes Gefühl, in dem Fahrzeug zu sitzen. Ich weiß nicht, ob man natürlich mit anderen Sitzen irgendwie was dran ändern kann oder so. Aber im Mercedes war es einfach, ich habe mich reingesetzt und ich dachte so, oh, wie cool, hier will ich sitzen. Ja, war schon so ein Moment. Sofa zu Hause Gefühl irgendwie. Da kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt, so Optik. Ne? Aha. Also ist das alles hell, ist das alles freundlich? Wir hatten uns ja auch Mercedes angeguckt, die hatten noch ein älteres Baujahr, die waren dann braun innen drin. Genau, es gab glaube ich 2 Ausstattungen. Das hat gar nicht mal so sehr, glaube ich, mit dem Alter zu tun gehabt, sondern einfach, dass es 2 Ausstattungsvarianten gab. Aber da könnt ihr uns auch korrigieren, vielleicht liege ich da falsch. Es gibt einmal diese braune und einmal diese helle graue, die wir jetzt haben. Da hat mich auch sofort dieses helle graue angesprochen mit diesen bunten Sitzen. Wie sauber ist das alles? In welchem guten Zustand ist das noch? Wir haben uns ja insgesamt 7, 9, 17 angeguckt und da haben die sich schon sehr unterschieden. Ja, massiv. Also wirklich, da waren Teile dabei, wo ich dachte, wow, richtig viel kaputt gebrochen. Das muss man dann ja auch erstmal entweder finden und also sagen wir mal, vielleicht kriegt man es repariert im günstigsten Fall. Im schlechtesten Fall muss man halt dann gucken, ob man irgendwie diese Teile noch bekommt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie gut solche Teile verfügbar sind, ob solche Fahrzeuge irgendwo geschlachtet werden in Deutschland noch. Es gibt welche, habe ich jetzt festgestellt. Aber trotzdem. Es hat ja auch so ein bisschen mit der Ausstattung auch immer ein bisschen damit zu tun, auch wiederum da mit den Kosten.
Klar kann man sich dann halt sagen, ach, was soll das? Warum guckt man da jetzt da drauf, ob es jetzt braun oder grau ist? Man macht alles neu. Man macht sich das ja irgendwie schön. Die Frage ist aber, wie viel man daran machen muss, um es schön zu machen. Wir müssen bei uns eigentlich jetzt fast gar nichts machen. Grundsätzlich würden wir den LKW jetzt von Farbgestaltung so lassen, wie er ist. Und apropos Ausstattung, da gibt es auch eklatante Unterschiede bei den Fahrzeugen, also bei den 917, von dem reden wir jetzt nur, hinsichtlich der Geräuschdämmung. Es gibt welche, die explizit mit verbesserter Geräuschdämmung ausgestattet worden sind und andere eben nicht. Und auch vom Motorlauf her gibt es da sehr, sehr starke Unterschiede. Also das haben wir gemerkt, jedes Mal, wenn wir eingestiegen sind und dann den Motor gestartet haben. Im Standgas schon alleine, klar, man kann das Standgas natürlich irgendwie einstellen, aber man hat dann bei vielen der Fahrzeuge so ein Wummern festgestellt, wo man dann schon merkt, okay, das ist so ein richtiges Dröhnen, Wummern, was irgendwie langfristig sich negativ auf das Fahrgefühl dann auch auswirkt und auch auf die Konzentration und wie lange man dann am Ende auch fahren kann. Ich weiß noch, als ich in unserem jetzt hier gesessen habe und die Probefahrt gemacht habe, das war übrigens auch die erste Probefahrt mit einem 917, da habe ich einfach so frei heraus, ohne drüber nachzudenken, gesagt, so will ich reisen. Ja. Und das sagt schon viel aus. Fahrgeräusche, das war vor unserem Renault noch überhaupt gar kein Thema bei uns. Da haben wir keinen Gedanken dran verschwendet. Und erst als wir dann die 3 Jahre unterwegs waren und festgestellt haben, wir fahren sehr viel mit diesem Fahrzeug und wie anstrengend das ist, wenn das die ganze Zeit wummert da drinne und dröhnt, 4 Stunden damit fahren, man ist fix und fertig aufgrund dieser Geräuschkulisse. Und da haben wir gesagt, nee, das muss sich jetzt beim neuen Fahrzeug ganz anders anfühlen, das wollen wir nicht mehr haben. Und das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei uns auf der Liste. Ja. Und Nico hat ja schon gesagt, also jedes Fahrzeug hat sich anders angehört. Ich weiß auf jeden Fall, dass in dem Renault nach 5 Stunden hat mir einfach der Kopf geklingelt. Und wir damals unser erstes Fahrzeug gesucht hatten wir das überhaupt nicht so auf dem Schirm. Wir hatten uns gedacht, naja, mein Gott, so wichtig ist das nicht. Man fährt halt einfach nur kurze Strecken und kommt so einfach Stück für Stück, also in kleinen Schritten voran. Ist ja auch richtig, manchmal fährt man nur 50 Kilometer, aber es gibt manchmal auch Passagen oder Situationen, in denen man wirklich richtig Strecke reißen muss und dann wird es richtig übel. Fahrzeuge kann man natürlich auch nachträglich dämmen, werdet ihr sagen, weiß ich, ist ja auch richtig, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Also die Art der Dämmung wie jetzt bei diesem Mercedes, da ist halt nicht nur die Kabine innen drinnen entdröhnt, sondern es wurde auch viel sozusagen unterhalb der Fahrerkabine über den Motor gemacht. Auch an den Seiten, um da sozusagen den Schall zurückzuhalten. Also für mich war das auch so ein Aha-Moment. Wir haben an einem Tag, das war glaube ich so die erste Tour, die wir gemacht haben, wir haben den 917 gefahren, wir haben den MAN L2000 gefahren und den Eurocargo. Und mir ist bei den MAN L2000 und bei dem Eurocargo sehr stark aufgefallen, die sind mega hakelig. Also jetzt im Nachhinein, ich bin auch mal einen guten MAN L2000 gefahren. Man kann sich daran gewöhnen. Ist halt eine 6-Gang-Schaltung. Da liegen die Schaltgassen, die liegen sehr eng beieinander. Jetzt den Eurocargo, den ich gefahren bin, die Schaltung war mega hakelig, hat mir nicht gefallen. Und dagegen halt der Mercedes jetzt mit dem 5-Gang-Getriebe, das butterweich. Naja, und Hans-Peter hat ja auch gesagt, es ist wie Rühren und Sahne. Ja, der hat uns damals begleitet. Dank geht raus. Aber jetzt zu der Federung. Ne? Jede Bodenwelle, jedes Schlagloch, das haut rein, das haut in den Rücken. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das irgendwie mit irgendwelchen Spezialsitzen irgendwie ausbalanciert. Aber da muss man schon wirklich hart im Nehmen sein. Das hat gescheppert, ne? Ja. So, ja. Ja. Jetzt mit dem Mercedes, Bodenwelle, Bahnschienen. Man merkt es einfach nicht. Man muss halt mal gucken, wie das sich jetzt in Zukunft vom Fahrverhalten dann auch auswirkt. Muss man halt mal gucken, wie das dann ist, wenn er jetzt die Wohnkabine hinten drauf hat. So ein bisschen sich die Lasten auch verschieben, ein bisschen mehr auf die Hinterachse. Ob wir da nochmal am Fahrwerk was machen müssen. Ne? Vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine Federlage zusätzlich einziehen, ein bisschen härter. Vielleicht bleibt es nicht aus. Aber ich denke, so hart wie der Renault wird es auf keinen Fall. Der Renault, gut, das war auch ein 11-Tonnen-Fahrgestell. Der war einfach bretthart. Natürlich mussten wir auch Kompromisse machen. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, dass bei so einer Sache ohne Kompromisse geht es am Ende nicht. Und oder es wird richtig teuer. Also, ja. Am Ende ist es bei uns auch richtig teuer geworden. Also Mercedes, MAN und auch der Iveco Eurofire, die lagen halt einfach in einer ganz anderen Preiskategorie.
als jetzt zum Beispiel so ein Iveco 9016, die wir uns damals angeguckt haben. Wir haben uns auch einen 7516 im Übrigen angeguckt, hatten wir ausgelassen. Wir dachten so, Mensch, das würde ja richtig passen, der hat dasselbe Fahrerhaus wie der Renault. Dann braucht man eigentlich nur ruckzuck alles rüber hieven und dann fährt man gleich wieder los. Ja, war leider nichts, weil der Rahmen des 7516 ist schmaler, plus auch wesentlich tiefer. Also das Getriebe, das guckte irgendwie so 30 Zentimeter über den Rahmen rüber. Und das wäre halt überhaupt nicht gegangen mit dem Rahmen und mit der Kabine, so wie wir es hatten. Also so eine Kabine müsste man dann vorne anschrägen und das war ausgeschlossen mit unserer Kabine. Am Ende mussten wir mehr bezahlen, als wir wollten. Ich glaube, das geht jedem, der sich ein Haus sucht oder so. Genauso ist es am Ende immer irgendwie, der Traum kostet am Ende immer ein bisschen mehr. Und das war jetzt bei unserem Mercedes halt auch so. Eine Sache, die auch noch so ein kleiner Kompromiss für uns war, sind nur die 170 PS. Odin hat 150. Wir wollten schon gerne ein bisschen mehr haben, wobei ich sagen muss, gut, für unsere Art zu reisen werden jetzt auch 170 reichen. Na, mal schauen, ob wir da nochmal was machen. Also als wir damals gefahren sind, das hatten wir ja auch gezeigt, das war ja die erste Probefahrt mit ihm, das war im Winter und ich glaube, er hatte sogar noch Wasser im Aufbau gehabt. Bin ich mir aber nicht sicher, aber es war halt Winter. Das war Minusgrade. Das war richtig Minusgrade, genau. Und der kam überhaupt nicht aus dem Quark. Ne? Also wir sind kaum über die 50 km/h gekommen. Ich dachte, was ist das denn? Also schlechter, viel, viel schlechter als Odin, als mit den 150 PS. Aber es hat sich halt so jetzt im Nachhinein herausgestellt, so jetzt bei normalen Temperaturen, also wenn es ein bisschen wärmer ist, wenn es Plusgrade sind, als wir ihn dann jetzt überführt hatten, da war der schon einiges spritziger. Also ich würde sagen, ähnlich wie Odin, vielleicht ein kleines bisschen nicht ganz so spritzig. Man muss ja sagen, dass Odin ja durchaus, ich glaube, wir haben da 8-mal die Einspritzpumpe irgendwie machen lassen. Also er wurde so weit optimiert, ich glaube, es gab nichts mehr zu optimieren. Und war dann am Ende sicherlich auch ein bisschen optimiert. Ja. So. Und ich denke, dass wir bei dem Mercedes, nachdem wir dann so unsere ersten Probefahrten gemacht haben, dann im vollen Ausbau sicherlich auch noch mal gucken werden, ob wir da den ein bisschen spritziger machen. Also einfach nur so vom Ansprechverhalten nachher. Gar nicht mal jetzt mehr Leistung. Man kann halt zum Beispiel mit einem neuen Turbo, mit einem anderen Turbo, der dann ein sogenannter Wastegate Turbo, für diejenigen, die das interessiert, können das ja mal googeln, kann man halt versuchen, im unteren Drehzahlband einfach ein bisschen mehr Drehmoment rauszuholen. Das macht sich dann schon an Bergen bemerkbar. So, und das ist das, weswegen ich eigentlich auch mehr Leistung haben wollte. So, die Bergfahrten, das war schon manchmal ein bisschen zäh. Und Griechenland und auch die Türkei, die haben noch viel Berge. Ja. Was haben wir noch? Thema Rost. Also unser steht jetzt ganz gut da, was Rost angeht. Aber wir haben, müssen wir auch erwähnen, Fahrzeuge uns angeguckt, die hatten deutlich weniger Rost. Also bei denen war im Endeffekt fast gar nichts zu machen. Ja, den einen Mal, den wir uns angeguckt haben. Wo wir dann auch mit ersteigert haben. Den wir nicht bekommen haben. Genau. Also das heißt, er steht gut da, aber ein bisschen was muss man machen, genau. Also ganz ohne geht's nicht. Ja. Ist leider so. Und auch das Thema Matten. Die Matten sind meistens sehr, sehr spröde. Die Weichmacher sind raus. 30 Jahre altes Fahrzeug. Auch der Motortunnel in der Mitte, der ist bei vielen Fahrzeugen so eingerissen. Da werden wir bei unseren auch ran müssen. Da haben wir auf der Suche mit den 16 Fahrzeugen tatsächlich auch welche gehabt. Da war nichts. Ja, komischerweise ältere Fahrzeuge. Ja. Die hatten einfach ein anderes Material. Also die braune Ausstattung, ne? Das sind die mit der braunen Ausstattung gewesen, da waren die Fußmatten heil. Der Kompressor, das hatte ich auch gleich gesehen, das war aber auch bei fast allen. Ich glaube, vielleicht war 1 oder 2 dazwischen, die das nicht hatten, das halt im Prinzip da am Überdruckventil, also da, wo er ablässt, ölig war. Viel Öl hatte. Also unser hatte auch richtig viel Öl. Ich habe da halt mit dem Finger einmal mit dem kleinen Finger reingegangen und dann richtig viel Öl am Finger gehabt. Und da wusste ich schon so, okay, der Kompressor, da müsste man, glaube ich, ran. Weil Motoröl macht sich halt nicht so gut. Das gehört da eigentlich nicht so rein. Man kann einiges abfangen mit dem Lufttrockner, da gibt es auch welche mit Ölabscheider, aber die sind dann auch nur begrenzt viel auf. Ne? Des Weiteren war auch der Flammstart, der funktionierte nicht, ist nicht unüblich, gibt es einige, die eben das Problem haben, muss ich mal gucken, woran das liegt. Dann halt noch, das ist leider bei den Baujahren so um 93 ein Problem, dass an der Lichtmaschine und auch beim Anlasser, da sind Kabel, da ist die Isolierung auch brüchig geworden, also ähnlich wie jetzt bei den Fußmatten, das Material dort, Weichmacher raus und dann sieht man da plötzlich den blanken Kupfer und das ist halt schon, das muss man machen, das ist gefährlich, da kann einem schon mal die Hütte abbrennen.
hatten wir auch bei der Abfahrt, glaube ich, bei der Überführungsfahrt so notdürftig irgendwie geflickt. Aber es sind zum Glück wenige Kompromisse, die wir gemacht haben. Wir sind am Ende super happy, dass wir den gefunden haben. Ist ja auch das erste Fahrzeug, was wir uns angeschaut haben. 3 Probefahrten haben wir gemacht, 3-mal waren wir im Harz und am Ende hat er uns einfach überzeugt. Was sich für uns auf jeden Fall gelohnt hat, ist tatsächlich das Geld zu investieren und quer durch Deutschland zu fahren mit Übernachtung im Hotel und so weiter, dass wir uns so viele Fahrzeuge angeguckt haben. Mir gibt es auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl, dass wir ein gutes Fahrzeug dieses Mal gefunden haben, dass wir nicht irgendwie übereilt aus der Not heraus das Erstbeste gekauft haben. Ich kann nur eine Empfehlung aussprechen an die, die jetzt mit der Suche gerade erst anfangen. Schaut euch so viele Fahrzeuge wie möglich an und Probefahrten, macht so viele die Verkäufer halt einfach zulassen. Das wird euch am Ende wirklich ein gutes Gefühl geben. Ja, also mich beruhigt es auch, gibt mir auch ein gutes Gefühl. Also letztendlich, selbst wenn es nicht mal um die Technik geht, dann geht es halt um, wie fährt sich das Teil, fühle ich mich damit überhaupt wohl. Und da gibt es durchaus super Unterschiede. Naja, und was mir natürlich dabei geholfen hat, jetzt auch um die Technik einzuschätzen, war halt einfach so diese 3 Jahre. Das muss man einfach mal sagen. Der Renault war mein LKW, an dem ich meine Ausbildung gemacht habe. 3 Jahre Azubi-Ausbildung. Genau, von daher bin ich sehr dankbar, auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise dafür, auch wenn das echt teilweise richtig ätzend war, muss man einfach mal sagen, da sind wir schon ganz schön an unsere Grenzen gegangen. Aber dafür habe ich jetzt dieses Wissen und das hat mir gut geholfen dabei. Und ein weiterer Punkt, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, jetzt auch so im Nachhinein, und das finde ich ist mit auch einer der wichtigsten Punkte bei einer Fahrzeugauswahl, ist, wie die Community zu diesen Fahrzeugen aussieht. Wie stark ist sie, was ist da vorhanden? Ja, es gibt da das Blaue Forum zum Beispiel, also unter Blauem Forum ist da ein besonderes LKW-Forum bekannt. Da tummeln sich sehr viele Leute, da ist eine rege Community. Aber es gibt halt gerade für diese Fahrzeuge, also diese Fahrgestelle, die leichte Klasse LN2, gibt es ein Forum, das gleichnamig LN2-Forum heißt. Da tauschen sich halt die Leute direkt nur über diese Fahrzeuge aus. Und das ist einfach so viel wert. Das ist also noch viel mehr wert, würde ich sagen, als einen absolut komplett intakten LKW zu kaufen. Weil kaputt gehen wird immer irgendwann was und dann kann man einfach nur froh sein, wenn man Leute hat, die da sind und entweder das Problem schon mal gehabt haben und davon berichten können oder einfach ja, das Wissen von sich aus schon mitbringen. Da sind Leute dabei, die einfach alles wissen, so, gefühlt. So, auch wenn es um Teile geht, also jetzt um Teile zu recherchieren. Was habe ich mir ein Bein ausgerissen, um für den Renault überhaupt erstmal herauszufinden, was für ein Teil das ist, welche Nummer es hat, um es dann überhaupt suchen zu können. Und dann kam die Suche. So, und das ist halt durch eine Community, die einen da hilft, durch die gute Dokumentation, die dieses Fahrzeug einfach hat, ist das schon so viel einfacher. Auch jetzt schon beim Bau, ne? Ja, manchmal reicht ja auch so ein bisschen Inspiration. Wie habt ihr das mit der Druckluftanlage gelöst? Schickt doch mal ein Bild, wie sieht das bei euch aus? Das ist einfach Gold wert. Ja, von daher Grüße raus an alle aus dem LN2-Forum. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und vielen Dank auch diejenigen, die dieses Forum aufgebaut haben. Man kann nicht dankbar genug sein dafür. Ja, wir sind dann, glaube ich, dann auch schon am Ende. Ja, sind wir. Wir haben heute viel erzählt, aber wir hoffen natürlich, dass es den einen oder anderen auch ein bisschen weiterhilft. Und uns würde mal interessieren, was ist euch eigentlich wichtig? Ja, ne, einige von euch werden das alle schon hinter sich gebracht haben, sind vielleicht auch schon unterwegs längst mit dem Fahrzeug. Andere sind dabei am Gucken gerade. Uns würde super interessieren, wie so eure Erfahrungen sind und gewesen sind. Was war euch wichtig? Was waren eure Erfahrungen, die ihr da so dabei gemacht habt? Und vielleicht habt ihr auch total verrückte Stories erlebt. Die könnt ihr uns auch natürlich schreiben. Das lesen wir immer auch sehr, sehr gerne. Ja. So, und zuletzt lässt uns eigentlich nur noch sagen, dass wir uns super bedanken, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis hierhin geschaut habt und wir freuen uns immer über eure Kommentare und hoffen und freuen uns darauf, dann, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also einen schönen Sonntag und es geht dann mit den Ausbauvideos weiter. Bis dahin.